willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee und damit auch herzlich willkommen in meiner neuen Retro-Kulisse. Jawohl, der eine oder andere kennt es vielleicht schon aus meinem letzten Livestream, den ich gemacht habe. Da habe ich hier das gute alte Radio vorgestellt. Und ja, so langsam wird es hier echt gemütlich. Wisst ihr noch, ganz am Anfang habe ich in der alten Wohnung gesessen und habe über diesen Raum hier philosophiert. Es wird eine Lomtro-Zentrale geben und darauf freue ich mich schon total. Und in meinem Kopf ist das ein halbes Fernsehstudio. Also ihr könnt euch darauf gefasst machen, es wird ein bisschen aufgerüstet werden und das ist ganz schön. Ich stelle mir da schon ganz viele Sachen vor mit Greenscreen im Hintergrund. Ja, ich habe da schon ganz viele Ideen, werde mir diesen Raum allerdings teilen müssen. Also es wird eine Mischung sein aus Relax- und Rückzugsraum und gleichzeitig Lomtro-Bereich. Ja. Und heute kann ich sagen, langsam wird es wirklich gemütlich hier. Es gibt was Neues zum Auspacken. Jawohl, analoger Stuff. Ich freue mich total. Keine Sorge, es gibt jetzt nicht wieder die Messerszene und ich schneide was auf. Ihr seht, das Ganze ist schon auf. Und wir schauen mal gemeinsam rein, was drin ist. Und als erstes kommt mir das entgegen und zwar Luftpolsterfolie. So, das Video geht jetzt 10 Minuten lang. Nein. So, ich würde sagen, wir packen einfach mal aus. Und zwar auf die rabiate Tour. Denn hier ist was ganz Besonderes drin. Nämlich, es sind neue Kodak-Filme. Ich habe hier einmal es sind einmal drei 100 T-Max schwarz-weiß und dreimal Portra 800. An der Stelle muss ich einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Das, was hier so passiert, ist nicht selbstverständlich und das weiß ich. Es ist schon ein paar Jahre her, ich habe noch gar kein YouTube gemacht, ich war noch mit 250 Abonnenten auf Instagram unterwegs, habe da meine analogen Fotos gepostet. Und nebenbei habe ich so ein bisschen Blog-Einträge geschrieben und da kam Kodak Alaris auf mich zu und hat gesagt, hey, das was du da machst ist ganz cool, du machst das schön modern. Wir möchten dir gerne ein paar Filme schicken. Ich fand das total klasse, habe mich total gefreut und mittlerweile ist da eine ganz schöne Kommunikation bei rausgekommen, die natürlich nicht nur ich habe, sondern auch andere Blogger. An der Stelle herzliche Grüße an meine Kollegin aus Bochum. Und und es ist wirklich sehr, sehr schön und ich fühle mich da extrem gut aufgehoben. Und auch diesmal war es wieder so, dass ich mir was aussuchen durfte. Ich konnte wählen, welche Filme ich haben wollte und habe mich dann halt für die entschieden. Und das freut mich doch extrem, muss ich sagen. Ich denke, das Ganze ist etwas, wovon wir alle was haben. Kodak kommt nicht günstiger an Werbung ran, ich komme nicht günstiger an Filme ran. Und ihr habt davon dann noch einen schönen, unterhaltsamen Wert. Es fließt kein Geld, es ist einfach nur eine nette Kooperation. Und wenn man das Hobby so betreibt, wie ich es betreibe, dann ist das auch recht teuer und da hilft sowas hier enorm. Und deswegen herzlichen Dank einfach an Kodak Alaris und natürlich auch an die Kollegen aus Wien von Revolog. Damit wird es bald schöne, nette Videos geben. Vor allem den Portra 800, den konnte ich schon mal ausgiebig testen, als es wirklich beschissenes Wetter war. Video findest du da oben. Ich muss euch natürlich noch dringend etwas zu meinem neuen Möbelstück sagen. Jawohl, warum? Weil es ein Gemeinschafts-Community-Ding geworden ist. Ich habe auf Instagram ein Foto mit der neuen Stehlampe gepostet und habe dazu geschrieben, es wäre doch schön, wenn jetzt noch da ein altes Radio stehen würde und war kurz davor, mir bei Amazon ein neues altes Radio zu kaufen und es hat wirklich keine 10 Minuten gedauert. Da habe ich von Markus eine E-Mail gekriegt von wegen, wir haben hier noch eine Musiktruhe stehen. Wenn du willst, komm vorbei, hol sie dir ab. Und es hat nicht lange gedauert, da standen wir am nächsten Tag tatsächlich in Hattingen vor der Haustür und haben den Löwe Opta Luzern heißt das Ding abgeholt. Und
Ja, es ist wirklich ein schmuckes Teil, was sich hier in dieser Bude echt richtig schön macht. Wir haben die Musiktruhe hier aufgestellt, wir haben sie eingesteckt und wir konnten hier wunderbar Kaffee und Kuchen an einem Sonntag zu uns nehmen mit schöner Musik, weil das Teil hat wirklich einen tollen Klang gehabt. Leider nach einer Stunde hat sich der Lautsprecher da verabschiedet und dann habe ich da mal reingeguckt, man kann das Ding hinten aufmachen und es haben sich wohl ein paar Bauteile, in Feuer aufgelöst so ein bisschen, also sie sind angekokelt und sehen ein bisschen aufgepoppt aus. Ist halt alt. Die Stunde möchte ich nicht missen, es war wirklich richtig toll und ich habe schon rumgeguckt, es gibt hier in der Nähe wohl einen Doktor für genau solche Geräte und das Teil kann da in Kur und wird einmal komplett restauriert quasi. Es kostet gar nicht so viel, wie man denkt. Es ist trotzdem noch genug, so dass ich noch ein bisschen warten muss damit und dementsprechend ja, ist es jetzt erstmal nur eine Kulisse und macht sich trotzdem total toll. Ich finde es schön, dass es mittlerweile wirklich so eine gute Community gibt auf meinen Kanälen, muss ich sagen. Es ist ja nicht nur der YouTube-Kanal, es ist der Facebook-Kanal, Instagram, die Facebook-Gruppe, die neu ist und ihr seid da sehr aktiv und ihr unterstützt mich hier mit dem Kanal und das ist einfach total klasse. Und dass dabei auch noch sowas hier rauskommt, es ist irre und es macht tierisch viel Spaß. Also, herzlichen Dank. Wie ihr schon erkannt habt, das letzte Wort war tierisch und ich habe euch aufgerufen, rastet mal so richtig aus mit euren analogen Fotos und das habt ihr getan. Und an der Stelle herzlichen Dank dafür. Wir schauen da jetzt mal gemeinsam rein und ich zeige euch mal diejenigen, die mir am schnellsten aufgefallen sind. Wir haben einmal die Ariane, die wieder mitgemacht hat und die hat uns eine, ich glaube, Chromausgabe einer Kuh geschickt. Ich wusste ja bisher immer, dass eine Kuh lila sein kann. Dass der Rest drumherum auch lila sein kann, das erfahren wir jetzt quasi hier in diesem Bild. Ich finde, es ist göttlich geworden und allein der Ausdruck von dieser Kuh ist schon wirklich der absolute Hammer. Dann hat sie noch das Foto mit dem Schmetterling hier geschickt und ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf mich wirkt das wirklich richtig schön, weil der Hintergrund so leicht gedreht und gezwirbelt wirkt, während der Schmetterling anscheinend im Abflug ist. Genau den richtigen Moment abgepasst. Ja, das gefällt mir richtig gut. Es gab keine Katzenfotos, sondern es gab Hundefotos. Hunde habt ihr wirklich gut eingefangen und da hat der gute Polychrom hier das Ganze eingesendet und guckt euch diesen netten Schäferhund an. Allein der Blick ist schon richtig klasse. Aber es geht noch viel süßer und jetzt alle mal oh schreien, wenn das nächste Foto kommt, denn der gute Phil hat nämlich dieses Fischei-Foto von seinem Hund geschickt und ich finde das einfach genial. Ich kann mir das minutenlang angucken, ich finde es einfach irrsinnig witzig. Dann haben wir noch den guten Axel. Der Axel hat das Thema mal ganz anders aufgegriffen und ich musste sehr lachen, als ich dann die Dropbox geöffnet hatte. Und zwar hat er hier dieses Becken mit den ganzen Quietscheentchen zum Angeln gezeigt und es ist eine andere Variante von tierisch und es ist genau den Regeln konform, es ist analog, es ist total klasse und er geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er uns das schöne Karussell hier gezeigt hat mit den Pferden dabei und natürlich auch noch Plüschtiere, die man gewinnen kann. Eine sehr nette, herrliche, lustige Herangehensweise an das Thema. Auch der Markus hat ein Foto eingesendet und zwar von diesem Straßenhund hier. Ich glaube, es ist in Spanien und was mir an diesem Foto besonders gut gefällt, das sind die Linien. Und in der Mitte dann quasi der Hund. Einsam und verlassen. Ich finde das Foto wirklich schön geworden. Und diese Gans hier beim Spazierengehen, auch ein herrliches Motiv. Es sind aber noch viel mehr Fotos reingekommen und die zeige ich euch jetzt.
die Einsendung und für die Diskussion und das Posten in der Facebook-Gruppe Lumtros Welt der analogen und kreativen Fotografie. Melde dich dort an. Das ist wirklich mittlerweile eine schöne kleine Community, die da ist, die über Fotos sich unterhält und die einzelne Fotos postet. Es macht richtig Spaß dort. Wir werden immer mehr. Und den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Melde dich an, schick mir deine Beitrittsanfrage. So, jetzt braucht ihr ein neues Wort und da gehe ich jetzt auf eure Kritik ein. Denn ihr habt mir geschrieben, hör mal Kai, du predigst hier die ganze Zeit was von Entschleunigung mit analoger Fotografie und dann willst du hier in einer Woche unbedingt ein Foto haben. Okay, ich gehe darauf ein, ihr habt vollkommen recht. Und deswegen ist der nächste Einsendeschluss in 4 Wochen. Und dieses Mal nehmen wir ein etwas ruhigeres Wort, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr da ausrasten könnt, denn da könnt ihr mal so ein bisschen zeigen, was ihr an Fotokunst habt. Das nächste Wort ist Einsamkeit. Guckt mal, was ihr daraus macht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da eingesendet wird. Und ihr habt jetzt 4 Wochen Zeit. Schickt mir die Fotos, die ihr bereits auf eurer Festplatte habt. Nehmt eure Kamera, geht raus, macht schöne Fotos. Ich glaube, bei dem tristen Wetter kann man da zu diesem Thema wunderbar etwas machen. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Fotos. Auch wenn ich in dieser Folge das Wort Danke ganz oft sage, vielleicht hat der ein oder andere sogar mitgezählt, ich finde, man kann es gar nicht oft genug sagen und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke an euch sagen. Ihr macht bei der ganzen Sache mit. Ich hatte richtig Angst, als ich dieses Format eingeführt habe mit auf ein Wort, weil wie blöd ist das, du bringst ein Video online, rufst zu etwas auf und dann kommt gar nichts zurück und das ist aber nicht so. Ihr macht wirklich dieses Ganze hier bunt und letztes Mal hatte ich innerhalb von 10 Minuten Fotos und ihr macht das richtig toll und dafür herzlichen Dank. Ich freue mich, mit euch gemeinsam dieses Jahr hier zu gestalten und es kommen noch viele schöne, überraschende Sachen. Herzlichen Dank. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen bitte einen Daumen nach oben, teilt dieses Video und alle anderen Videos von mir auf euren sozialen Plattformen. Macht ein bisschen Werbung für mich. Bei mir hat der Algorithmus zugeschlagen. Ich verliere mit jedem Video, das ich online stelle, mindestens 2 Abonnenten innerhalb von 2 Sekunden, sobald das Video online gegangen ist. Es nervt mich ein bisschen und deswegen brauche ich auch da eure Hilfe. Und wenn ihr mich durch Zufall gefunden habt und das Ganze hier schön fandet, dann lasst doch bitte ein Abo da. Würde mich extrem freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, gut Licht und ich bin auf eure Fotos gespannt. Bis dahin, ich bin raus. Ciao!